So, welcome to this second video here in a row, Little Chats with Lorenz Gardent. If you've missed the first one, I will link it here in the video so you can click on it. I give a little bit of background information. We've been talking about questions and about matters and issues concerning the double beat theory. And the first video went rather in-depth on Mersenne. Now for the second part, I would like to ask you, Lorenz, we all know the book of Klaus Mieling, which is an author that does tempo in der Musik der Baroque und Vorklassik, covering, of course, the same issues as you do. Also for Mieling, I believe Mersenne is a very important source, so in that you are on the same line, but still you come to the opposite conclusion, and that interests me to know why that is and if we can learn something from that. So what's your take on this? Yeah. How you explain that? Ich bin auf Mersenne tatsächlich aufmerksam geworden durch Herrn Mieling. Ich habe diese Passage gelesen und irgendwann kam ich auf die Idee, jetzt ziehe ich das Original bei. Jetzt schaue ich mal, was Mersenne vielleicht da noch weitergeschrieben hat. Herr Mieling hat nämlich nur einen Teil der ganzen Passage zitiert. Okay, yeah, that's not unusual, of course, to give. Ja, gut, er darf das machen, er hat das Recht, ein Zitat abzubrechen, selbstverständlich. Ja. Aber das hat mich dann interessiert, ja, wie sieht der Kontext dieses Zitates genauer aus? Und dann gingen mir die Augen auf. Der erste Teil der Definition ist die Aussage, die Dauer eines gewöhnlichen Taktes entspricht einem Herzschlag. Herzschlag besteht aus Ab- und Aufschlag, Systole, Diastole. Also Systole, Diastole des Herzschlages bezieht er auf den Auf- und Abschlag und legt das auf eine Sekunde fest. In sich ist das eine ganz stimmige, unproblematische Aussage. That's a single beat explanation. Genau. Man liest daraus Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Ja. Und das Ganze eine Sekunde. Also der Taktschlag eine Sekunde. Man meint, die Aussage sei eindeutig. Das ist der Eindruck. Und genau diesen Eindruck erweckt die Zitierweise von Mieling. Kein Problem, man denkt, ja, alles in Ordnung. Liest man aber jetzt den Passus, der von Mersenne als Zusammenhang gedacht ist, nämlich wo er das Sekundenpendel beizieht, um das Ganze, was er jetzt beschrieben hat, zu illustrieren, ja, zieht man diesen Passus bei, den Mieling weggelassen hat, obwohl es im Zusammenhang steht mit der ganzen Passage, zieht man das bei, dann sieht man ein Problem, nämlich, dass es sich doch nicht so verhält, wie man zunächst gemeint hat, dass die Taktdauer eine Sekunde ist, sondern er bezieht ja Ab- und Aufschlag auf Hin- und Herschlag des Pendels, das auf eine Sekunde gestellt ist. Und dann haben wir eine halb so schnelle Taktdauer, also halb so schnelle Taktbewegung. Genau. Und das wird nicht sichtbar in Mielings Zitierweise. And this quote of Mersenne is one passage or several passages? One passage. Das ist eine Passage. Genau hier, diese Passage. Genau diese Passage, und er schneidet das Ganze ab. Er kann natürlich zitieren und ein Zitat abbrechen, wo er will, aber hier ist einfach so klar, dass das eigentlich die Spitze der Aussage ist. Ja, das ist die Spitze der Aussage, wo er eben das Sekundenpendel parallelisiert zum beschriebenen Taktschlag. Oh, that's interesting. Yeah, that's something. Yeah, now I understand your concern about this. Genau. If you have just the first part, you can explain it in a different way. If you have the second part with it, it's unexplainable in another way. Then it's okay, I see your point. Und dann hat man vor allem ein Problem, ein wissenschaftliches Problem. Irrt hier der Autor, hat er sich verschrieben oder hat das ganze System? Und dem bin ich nachgegangen. Ich glaube, das war eben die Chance zu sehen, halt,
ich unterstelle einem Autor nicht sofort einen Fehler, sondern ich schaue mal, ob vielleicht meine Begrifflichkeit zu eng ist, ob ich zu wenig Unterscheidungen mache. And just because I know we know each other for some years now, I know you have had an extensive correspondence with Klaus Mieling. It's actually very funny. You told me you've been in very intense mail conversation with Klaus Mieling over 20 years. And you never met each other. Yeah. So you have told him that. So, and what is then his response? Sagte, es ist undenkbar, a priori undenkbar, dass es zwei verschiedene Sekundenbegriffe gibt. Sekunde gleich Sekunde, Minute gleich Minute, Schluss. Da gibt's nichts. Okay, Und ich konnte aber im Verlauf der Zeit mindestens 10 Autoren nennen, die genau auf dieselbe Weise die Dauer einer Sekunde mit Hilfe des Sekundenpendels festlegten. Eine Sekunde gleich Hinschlag, Rückschlag. Also mindestens 10 Autoren. We're going to cover these in the future chats. Und er war gezwungen zu sagen, ja, das sind einfach Fehler. Entweder Sie interpretieren diese Autoren falsch, das versuchte er mir auch noch zu unterstellen, dass ich falsch übersetzte, oder die Autoren liegen falsch. Yeah. Anyway, I understand now your concern. I understand now that leaving out the second part of Mersenne gives a complete other understanding of that very important source. And on that field, and to close this video, this part, that you are both agree upon that Mersenne and that particular quote is very important. So in future videos, future chats that we're going to have now, you're going to cover some other sources that say exactly the same thing as Mersenne, even before going to the Viennese period with the metronome indications. Maybe we'll jump a little bit back and forth in time, because I can understand that the metronome indications is giving the most energy for most musicians, since that reflects, of course, the tempo of Mozart, Beethoven, Haydn, and all the music we play a lot. But remember, these French notations as well, they are in the same line with the metronome numbers. There's not so much difference in speed. We're going to cover also quants, so there's a lot of things to cover, so stay tuned. And we'll see each other very soon again. If this is your first time here on Authentic Sound, I'd love to have you subscribed. There's a little bell icon next to the subscription button. If you hit that, you stay notified for these videos, also for live streams we will have and be having on the channel. And then we see each other very soon again. Bye.